Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin Keller-Sutter, sehr geehrter Herr Bundesrat Pfister, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Herren Bundesräte, geschätzte Bürgerinnen, geschätzte Bürger, sehr geehrte Damen und Herren. Aus Anlass der massiven Zuspitzung der Situation bei uns hier in Lübeck bin ich gezwungen, ein weiteres Video zu machen über diese Situation und die Angelegenheit. Die Zuspitzung betrifft insbesondere die nicht haltbare und die massive Schädigung, die wirtschaftliche Schädigung und die komplette Existenzvernichtung mit dem Ausgang, das heißt mit dem Ausgehen der Mittel auf unserer Seite und die gleichzeitig massive, äußerst massive Abschottung der Medien, der digitalen Medien von unserer Seite. Das heißt, ich kann kaum mehr E-Mails versenden, die werden massiv gefiltert. Ich lese Ihnen nachher kurz ein Beispiel vor. Da wird massiv verhindert, dass diese Informationen an die Öffentlichkeit gelangen, beispielsweise auch an die Presse, wobei die Presse, die informiert ist, auch bisher nicht informiert hat. Also diesbezüglich wird auch, und da müssen Sie gut hinhören, die Schweiz lügt hier die Bürger an. Sie lügt hier in Bezug auf das, was passiert ist, die Bürger an und schlimmer noch, sie will dabei die Lösung nicht herbeiführen, obwohl machbare und gütliche und vernünftige Lösungen beim Bundesrat Pfister auf dem Tisch liegen. Wie gesagt, ich lese kurz was vor. Ich wollte Stellung nehmen auf die Flugzeugbeschaffung in einem größeren Boulevardblatt in der Schweiz und ich habe da einen Text geschrieben, ich lese den ganz kurz vor. Bundesrat Pfister hat anfangs erklärt, er werde dort aufräumen, wo es etwas aufzuräumen gibt. Das trifft bei der Beschaffung der Flugzeuge offensichtlich nicht zu. Das trifft auch nicht in der Sache zu, wo meine Ehefrau und ich existenziell vernichtet werden von der Schweiz und vom VBS. Die Angelegenheit geht zurück auf die missbräuchliche Beschaffung der VBS Sport-App. Das resultierte eine Klage gegen Bundesrätin Viola Amherd am 7. Juni 2021 sowie Strafanträge gegen Bundesräte, Bundesrichter usw. Bundesrat Pfister hat einen machbaren Vorschlag für die gütliche Lösung auf dem Tisch. Er tut nichts. Stattdessen lässt er wissentlich zu, uns durch seine Mitarbeiter existenziell zu vernichten. Bundesrat Pfister macht nichts anderes als seine Vorgängerin. Er tritt in die Fußstapfen von Viola Amherd. Ich könnte jetzt da noch die ursächlichen Hintergründe anfügen, auf das verzichte ich, weil das würde eine weitere Eskalation herbeiführen. Ich möchte das nicht. Es geht aber in die politische Dimension hinein und mit dem werde ich jetzt noch zuwarten und hoffe noch, dass diese Eskalation nicht stattfinden muss und dass man zum Schluss kommt, dass jetzt eine Lösung umgehend verfügbar gemacht wird im Rahmen dessen, was ich und meine Frau auch vorgeschlagen haben. Das, was ich vorhin gelesen habe, ist eben als Kommentar an diese Boulevard-Zeitung gegangen. Ich musste das 3-mal versuchen, ich musste das 3-mal schreiben. Am Schluss hat es dann zwar geheißen, es werde geprüft, ich habe bisher noch keine Antwort erhalten und es wurde auch noch nicht veröffentlicht. Das war vor ungefähr 2,5 Stunden. Also das ist ein Beispiel, wo wir massiv abgeschottet werden. Auch betreffend der E-Mail-Versendungen an verschiedene Teilnehmer und betreffend LinkedIn beispielsweise, wo mir Seiten vorgehalten werden, die letztlich nicht LinkedIn sind, weil es gibt keine Updates da drin, es sind wiederholende Inhalte, die da laufend angezeigt werden. Und ich muss Ihnen sagen, das ist hochprofessionell gemacht. Diese hohe Professionalität hat in den letzten Tagen und 1-2 Wochen massiv zugenommen, seit ich und meine Frau ebenfalls beim Bundesrat massiv Druck gemacht haben im Zusammenhang mit der Nichthaltbarkeit einer Nichtlösung in dieser Angelegenheit. Ich möchte jetzt noch diesen Schritt machen, was eben vielleicht die Gründe sind und auch die Zusammenhänge noch ein bisschen anzeigen. Grundsätzlich gibt es diese Lösungsvorschläge. Der Gesamtschaden privat beläuft sich auf über 10 Millionen, wenn man das rechnet. Das kann ich in einem späteren Video dann aufschlüsseln.
Ich habe an einem ersten Vorschlag eine Lösung eingegeben für 3,8 Millionen unter bestimmten Bedingungen. Das hat dann der Dr. Jur Gerhard Saladin, der damals schon bei Frau Amherd waltete, im VBS Recht billigst abgesagt und auf eine Situation verwiesen, die unter der damaligen VBS-Chefin herrschte und weit weg von dem war, was die Situation heute ist. Es gibt einen zweiten Vorschlag, darin hat der Bundesrat Pfister weitgehende Freiheiten, uns eine Lösung anzubieten, dass sie einfach vernünftig sein muss in Anbetracht dessen, was passiert wurde. Und ich verweise ganz klar auf die Stasi-Maßnahmen, auf die Zersetzungs- und Stasi-Maßnahmen. Da gibt es ein Video, schauen Sie sich das an, am 17. Juli 2025. Diese ganze Geschichte mit dem, was ich jetzt dann auch nachträglich jetzt noch bringe, dürfte Ihnen Überzeugung genügend bringen, dass das, was da passiert ist und was wir da aufzeigen, letztlich den Tatsachen entspricht und nicht irgendeine Erfindung von unserer Seite ist. Schauen Sie sich dieses Video an und hören Sie gut zu, was da gemacht wird. Nun, wie gesagt, der Herr Pfister hat eine Lösung auf dem Tisch. Diese Stasi-Maßnahmen werden heute noch bei uns gemacht. Ich habe vergessen, dass man immer noch mir nachstellt und dass diese Richtmikrofone immer noch aufgestellt werden. Und ich möchte jetzt auf die Situation eintreten betreffend den Strafanträgen. Sie haben von den vergangenen Videos auch mitbekommen über dieses Lügengebäude, über dieses Lügengerüst, das vom VBS, vom Herrn Korpskommandant Daniel Baumgartner begründet wurde im Lügengerüst und dann durch die EFD-Rechtsmitarbeiter Herrn Krämer und Herrn Müller weiter ausgebaut wurden und dann im Bundesgericht eigentlich nicht mehr zum Tragen kam, weil das Bundesgericht letztlich mit strafrelevanten Verhaltensweisen die Klage gegen die Bundesrätin Viola Amherd vom Tisch gefegt hat, nachträglich, ohne dass ich einen Rechtsbeistand hatte. Das ganze Verfahren dauert ja 9 Monate. Ja, ich habe dann ja Strafanträge gemacht und ich habe den ersten, der eigentlich zurückführt auf diesen 20. März 2023. Und ich habe hier eine Nichtanhandnahmeverfügung des außerordentlichen Staatsanwalts des Bundes, der in diesem Frühjahr die Strafanträge gegen die Bundesanwaltschaft unter anderem wegen Verschleppung vom Tisch gefegt hat. Ich muss dazu sagen, dass diese sogenannte Nichtanhandnahmeverfügung des außerordentlichen Staatsanwaltes bei mir ankam, nachdem ich beim Bundesrat Pfister den ersten Vorschlag eingereicht hatte. Das Datum von diesem Staatsanwalt geht auf den 23. Mai 2025 zurück. Nun, dieses Papier ist, wie ich schon früher in Videos sagte, ein absolutes Willkürpapier. Es hat 33 Seiten. Es wird da nicht auf die Fakten eingetreten. Es wird darauf hingewirkt, dass ich demontiert werde, dass man mit irgendwelchen Behauptungen und in irgendwelchen, ich sag's mal, Aussagen mich schlecht macht und dass man am Schluss einfach alles sagt, ja gut, es gibt da keine Gründe diesbezüglich. Ich lese 2, 3 Sachen vor in Bezug auf dieses Lügengebäude und Lügengerüst. Wenn Sie die Videos gesehen haben, stellen Sie eindeutig fest, dass hier drin massiv gelogen wurde, dass hier etwas vereitelt wird, dass die Beweisführung letztlich zunichte gemacht wird, dass hier Beweise verzerrt werden, dass falsche Tatsachen aufgeführt werden, Faktenschaffung passiert und so weiter und so fort. Da ist zu lesen da drin, unter vielem anderen, das sind jetzt 2, 3 Abschnitte, die ich lese, dass sich unter diesen Dokumenten ein auf den 6.10.2024 datiertes Schreiben befand und Daniel Sulzer darin vorbrachte, dass die Schweizer Eidgenossenschaft nationalistisch, bürgerfeindlich und menschenverachtend handelt, sowie dass gegen seine Ehefrau Andrea Sulzer eine konzentrierte Stasi-Aktion in Gestalt von
Vollstreckungsmaßnahmen läuft und dass der Rücktritt der Bundesrätin Viola Amherd aus rechtsstaatlichen Gründen und aufgrund ihres kriminellen Verhaltens veranlasst werden musste. Das habe ich in dieser Form geschrieben. Ich habe vorhin verwiesen auf die Zersetzungs- und Stasi-Maßnahmen. Diese werden Sie wahrscheinlich mittlerweile uns auch abnehmen und es gibt ja auch ganz klare Belege, Beweise, Polizeiberichte diesbezüglich. Dass Frau Bundesrätin Amherd zurücktreten musste, ist eine Tatsache. Dass sie aus strafrechtsrelevanten Gründen zurücktreten musste, das wird hierin auch belegt werden können. Es wird allerdings da nicht darauf hingewirkt, ich komme jetzt dann gleich dazu, aber man führt so auf, ich hätte das erwähnt und so quasi, ja, das sind ja irgendwelche Behauptungen, die letztlich ja nirgends argumentiert wird darüber. Auf diese Argumente geht man aber nicht ein. Man geht auf diese Argumente nicht ein, sondern man stellt diese Aussage dahin und sagt, der Sulzer hätte gesagt und somit ist das eine Behauptung. Dass der Eingabe vom 6.10.2024 eine Liste der von Daniel Sulzer angezeigten Personen und Institutionen beigelegt wurde, sowie Daniel Sulzer in früherer Eingabe vorgebrachte Vorwürfe sinngemäß wiederholte. Ja klar habe ich die wiederholt, weil die Bundesanwaltschaft, Frau Sahar Milani und der Herr Bundesanwalt, Herr Montanari, nichts getan haben. Wir haben jetzt das Jahr 2025, wir sind Ende August und ich habe diese Strafanträge am 20. März 2023 eingereicht. Und ich kann Ihnen sagen, die Inhalte entsprechen nicht dem, was in diesem Papier steht, dass es hier keine Gründe gibt, um das zu untersuchen. Also die Verschleppung von der Bundesanwaltschaft liegt nach wie vor sehr treffend und klar vor. Dass im Rahmen des Schreibens vom 16.05.2024 die Rechtsstaatlichkeit der Schweizer Eidgenossenschaft bezweifelt wurde, und zwar vor dem Hintergrund des Verfahrens der Bundesrätin Viola Amherd, die ihr transparentes Handeln vortäuschen solle. Sie erinnern sich an diese Lügengebäude und dieses Lügengerüst, wo die Bundesrätin von Anfang an federführend dabei gewesen ist. Und hier kommt er jetzt, und ich hätte das im Rahmen das so gesagt. Auf die Fakten geht man ja wohl nicht ein, aber man kehrt es dann unter den Teppich und ich lese weiter. Korrupt und kriminell sowie die zulasten von Daniel Sulzer, die vom Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport begangenen Wettbewerbsverletzungen verschleiert habe. Auch diese Wettbewerbsverletzungen, wir erinnern uns beispielsweise an die ungleich langen Spieße, die sind per Bundesgerichtsentscheid ganz klar festgelegt, da gibt es nichts zu rütteln. Man kann jetzt nicht im Nachhinein das dahin schreiben und sagen, der Herr Sulzer hätte da behauptet, ohne dass man dann auf diese Fakten eingeht, wo ich ja bereits in den vergangenen Videos aufgezeigt habe. Sie sehen, wo das hinführt und nach wie vor die Verfahren, es wird dann behauptet, man untersuche das noch da drin und auch in dieser Untersuchung vom außerordentlichen Staatsanwalt ist da die Aussage gefallen, ja, man hätte ja das bis dahin untersucht. Ich erinnere mich an eine Aussage von Frau Sahar Milani, an einen potenziellen oder einen Vermittler, den wir eigentlich einberufen hatten, um hier eine Lösung mit der Schweiz zu finden. Sie hat dann mitgeteilt, ja, das sei ja viel Material, sie müsse noch lesen. Das ist jetzt mit Sicherheit über ein Jahr her, kann ich allenfalls noch hervorholen. Offenbar ist Frau Sahar Milani immer noch am Lesen und kommt nicht weiter und macht die Verschleppung nach wie vor als ein Fakt. Ich gehe weiter. Dass Daniel Sulzer der Bundesanwaltschaft die Untätigkeit, Duldung strafbaren Verhaltens bzw. die Verfahrensschleppung in Bezug auf die Missstände vorwarf, die er mit seinen früheren Eingaben offenlegte. Ja klar, ich habe die Bundesanwaltschaft wegen Verschleppung unter anderem und Korruption, Vorteilsannahme, Vorteilsgewährung, da bin ich mal kurz hineingegangen. Ich werde das nochmals machen dann in einem der nächsten Videos. Klar habe ich denen diese Vorteilsannahme und diese Verschleppung vorgeworfen. Sie haben ja bis heute nichts gemacht. Also auch dieser Umstand nennt man zwar hier und dann wird man das Ganze wieder wegbedingen und schlussendlich kann ich Ihnen das Resultat dann vorlesen, was Sie da geschrieben haben.
dass Daniel Sulzer in der E-Mail vom 29.01.25 behauptete, die Schweiz habe gegen die Perform-Fun AG Wettbewerbsverletzungen, da kommt es ja schon wieder, in Gestalt des Innovationsdiebstahls begannen, was seit etwa 6 Jahren unter den Teppich gekehrt und selbst nach dem Rücktritt der Bundesrätin Viola Amherd weiterhin verschleiert werden wird. Ja, auch das ist Fakt. Ich komme dazu, der Herr Bundesrat Martin Pfister macht nichts. Ich habe es vorhin vorgelesen, ich habe das schon mehrfach aufgezeigt, ich habe Lösungen präsentiert, die machbar sind. Man macht nichts und man schickt den VBS Recht, Herrn Dr. Jürg Gerald Saladin von der Zeit von Viola Amherd und bringt eine Absage mit einer unhaltbaren, unfassbaren Argumentation. Und jetzt muss man natürlich dazu sagen, ja, was passiert parallel? Wir werden hier kaputt gemacht. Wir haben keine Kommunikation nach außen, wird abgeklemmt, habe ich eingangs erwähnt. Die Bespitzelungsmaßnahmen gehen weiter. Man hat uns 6 Jahre lang dahin gerichtet, dass wir finanziell am Ende sind. Wir sind beim Arbeitsamt wieder gewesen gestern. Man lässt uns da austrocknen, finanziell macht uns wirtschaftlich kaputt, macht Geschäftsschädigungen, hindert uns daran, an diesem Geschäftsleben teilzunehmen. Man hindert uns daran, diese Informationen der Bevölkerung mitzuteilen. Und jetzt wird behauptet, dass das ja weitergeht im 2025 nach Viola Amherd. Sehr geehrter Herr Pfister, Sie machen weiter mit dem. Ich komme nochmals auf das zu. Es ist ja so, dass der außerordentliche Staatsanwalt, Herr Livio Stocker, der eingestellt wurde mit den Daten, werde ich da später mal drauf zurückkommen, aber auf jeden Fall im Frühjahr 2025 das unter den Teppich kehrt. Also in Ihrer Zeit. Und ich habe Ihnen den Vorschlag gemacht. Ich habe Ihnen einen ehrlichen Vorschlag gemacht. Im Zusammenhang mit der RHW-Stiftung, mit der Zwangsvollstreckung über 255 oder 250.000 Euro. Sie, der Bund, können die Finanzen übernehmen, diese Kosten übernehmen, und wenn Sie dann der Meinung sind, dass es dann immer noch von mir geschuldet ist, dann könne man das machen. Und ich habe Sie ersucht, dass der Staatsanwalt aktiv wird in dieser Geschichte. Er wurde aktiv, aber er hat das Ganze unter den Teppich gekehrt. Dass Daniel Sulzer in der Vergabe Bezug auf seine Vorwürfe gegen dem Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport nahm und die Unzufriedenheit hinsichtlich Behandlung seiner Anzeigen zum Ausdruck brachte. Ja, Sie nehmen das jetzt von mir auch entgegen. Ich bin ungehalten. Dieses Vorgehen dieser Schweiz ist nicht rechtsstaatlich und hat mit einem Rechtsstaat nichts zu tun. Und das VBS mit ihren Lügen lügt weiter. Dass die Staatsanwaltschaft eine Nichtanhandnahme verfügt, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind. Ich kann Ihnen sagen, da wird unter anderem drin behauptet, es sind Dokumente angekommen, die man nicht beurteilen kann, weil sie nicht rechtsgültig angekommen sind. Erstens, wir sind hier in einem Strafprozess drin und klar, es gibt Normen und Vorschriften, und zweitens gibt es Belege von der Post, weil wir haben nicht nur elektronisch gesandt, sondern wir haben diese Strafanträge und diese Informationen per eingeschriebene Briefe mit sehr viel Aufwand auch noch in die Schweiz geschickt. Und jetzt kommt man, nachdem man nur Behauptungen aufgestellt hat, nicht auf die Fakten eingetreten ist, wo ich geschrieben habe, zum Beispiel mit dieser Verschleppung, dass sie bis jetzt immer noch nicht an die Hand genommen wurde, die Annahme oder die Strafverfolgung aufgrund dieser klaren Vorgänge, und kommt jetzt und sagt, ja, da gibt es ja eine Gesetzgebung, dass wenn die Prozessvoraussetzungen und so weiter nicht erfüllt sind, dann kann man dann das wegbedingen. Jetzt geht er direkt über in diese Verfügung hinein und Sie sehen, hinten dran hat es noch zwei, drei Blätter, und dann kommt er zum Resultat und sagt, die Strafanträge vom 4.6.24 und so weiter und so fort werden nicht an die Hand genommen. Meine Damen und Herren, es geht da hauptsächlich um die Strafanträge gegen die Bundesanwaltschaft selbst. Aber in der Zwischenzeit hat sie nichts gemacht. Und Sie finden da drin auch Angaben, wo man dann hinzufügen könnte und sagen kann, ja gut, der außerordentliche Staatsanwalt hätte ja das bereits schon betont, dass da ja nur Behauptungen da drin sind, folgedessen sind die anderen Strafanträge auch nicht an die Hand zu nehmen. Diese Lügerei der Schweiz, hier von der Bundesanwaltschaft, vom außerordentlichen Bundesanwalt Livio Stocker, der hat eine Kanzlei, die ist unfassbar.
Die Lügen vom VBS sind unfassbar. Und gleichzeitig mit diesem Dilemma da, mit dieser Situation, lässt man uns kaputt gehen. Herr Bundesrat Pfister, Sie haben einen Lösungsvorschlag auf dem Tisch, Sie haben das gehört vorhin, Sie wissen das. Ich habe mehrfach Sie darauf hingewiesen, dass man da jetzt eine Lösung machen muss. Sie tun nichts, habe ich auch gesagt. Auf die Gründe im Hintergrund könnten wir durchaus noch eingehen. Ich möchte das nicht, weil ich keine weitere Eskalation machen möchte, sondern ich möchte, dass die Damen und Herren im Hintergrund, diejenigen, für die Sie offenbar irgendeine Verpflichtung eingegangen sind, dass die zum Schluss kommen und sagen, jetzt müssen wir hier aufhören, jetzt müssen wir eine Lösung machen, die vernünftig ist, die die ganze Angelegenheit beendet. Also Herr Pfister, Sie sind am Zug, schauen Sie nicht weiter hin, weil Sie machen das mit Wissen. Sie wissen die Situation, Sie wissen die Hintergrundinformation. Und wenn Sie keine Lösung finden, dann haben Sie es zu verantworten. Sie, Herr Pfister, Sie haben es zu verantworten, dass meine Ehefrau und ich auf die Gasse gehen. Und zwar ohne Moral haben Sie das zu verantworten, ohne dessen, dass Sie sich überhaupt bewusst werden, was für Konsequenzen, vielleicht sind Sie es ja bewusst, wahrscheinlich schon, ohne dessen, was für Konsequenzen für uns letztlich im täglichen Leben entstehen daraus. Ich hoffe, Herr Bundesrat Pfister, dass jetzt Ihre Ehrlichkeit, Ihre grundsätzliche Ehrlichkeit jetzt Überhand nimmt und diesen Fall löst. Das, was Sie jetzt machen, Herr Bundesrat Pfister, Sie akzeptieren unsere Abschottung, vernichten uns und Sie lügen mit Ihrem VBS, mit den bestehenden Lügen und diesen neuen Lügen die ganze Bevölkerung an. Also hören Sie auf mit dem, weil es bringt nichts. Ich muss weiter aufzählen, was da passiert ist und ich werde weiter tief graben. Das geht nicht. Was die Schweiz hier tut, geht nicht. Nun, ich komme wieder zurück auf einen Ton, wo Sie vielleicht freundlicher gestimmt werden. Es ist allerdings notwendig gewesen, dass ich hier 2, 3 Punkte klar benenne. Und Herr Bundesrat Pfister, ich glaube, es liegt jetzt an Ihnen, hier die richtigen Entscheide zu treffen und das, was Ihre Mitarbeiter tun und Sie sich zurückhalten oder sich ducken, dass Sie das korrigieren und uns jetzt einen Vorschlag unterbreiten. Ich habe das mehrfach geschrieben. Sie bekommen fast täglich eine Botschaft von mir. Ich weiß das. Und Sie müssten eigentlich auch verstehen, dass die Situation nicht die einfache ist. Und Sie müssen aber auch verstehen, dass das, was hier abgeht, nicht unser Verschulden ist. Also sind Sie so fähig und lösen Sie dieses Problem mit einer vernünftigen und guten Lösung. Alles andere hat keine Zukunft. Hat keine Zukunft. Nicht nur für uns. Es hat keine Zukunft für die Schweiz. Es hat keine Zukunft für Sie. Es hat keine Zukunft für die entsprechenden Parteien und Politiker. Also bitte lösen Sie diese Angelegenheit. Und hören Sie mit diesem Getue, mit dieser Verhaltensweise des VBS der Schweiz auf. Räumen Sie auf mit dem, wo es nötig ist, aber nicht auf der falschen Seite. Vielen Dank, Herr Pfister.